Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe ja vor kurzem den Cimarron Uruguayo gebracht. Und zuletzt die Geschichte von Becerrillo. Ja, und irgendwie reißt die Verbindung zu den Konquistadoren nicht ab, denn heute präsentiere ich Ihnen einen ganz tollen Presa Canario namens Arne. Ja, der Presa Canario. Toller Molosser. Bei mir immer in der Schublade drinnen, griffbereit, neben dem Cane Corso gewesen. Immer schon. Ja, wieso griffbereit in der Schublade? Na, dazu möchte ich dann näher eingehen, wenn es zum Ende des Videos hingeht. Ja. Presa Canario gehört, wie viele andere Hunderassen, Molosser-Rassen, wie zum Beispiel der Cimarron Uruguayo, der Cadebo, Mallorca Bulldog von den Balearen oder der ganz nah verwandte, der Dogo Canario, der heute schon eine eigenständige Hunderasse darstellt, nicht mehr die gleiche, wie es der Presa ist, der Fila Brasileiro oder der Dogo Argentino über 17 Ecken und einige andere auch, entstammt der den ehemaligen Kriegshunden der spanischen und portugiesischen Eroberer, die ja, wie ich schon in den zuletzt gebrachten Videos erzählt habe, Zwischenstopps eingelegt haben auf ihrem Weg nach Amerika. So waren das die Balearen, das waren die Kanaren und hier auf Teneriffa und Gran Canaria entwickelte sich der Presa Canario. Diese spanischen, portugiesischen Kriegshunde verpaarten sich dort mit einheimischen Arbeitshunden und die Nachkömmlinge dieser Hunde wurden mit Vorliebe als Treiber, Hütehunde eingesetzt, waren beliebte Wach- und Schutzhunde, bevorzugte Packer bei der Wildschweinjagd, was sie bis heute noch sind. Der Presa gehört zu den besten und beliebtesten Packerrassen weltweit. Doch wurden diese Hunde auch als Kampfhunde missbraucht. Arne lebt zusammen mit Günther an der Nordsee in Deutschland. Günther ist ein erfahrener Hundemann, der schon mehrere sehr leistungsfähige Hunde besessen hat in seinem Leben. Als er sich auf seinen 60er zubewegt hat, entschloss er sich dazu, sich noch einen offenen Wunsch zu erfüllen, nämlich diesen, sich einen Molosser zu schenken. Toller Wunsch, tolles Geschenk an dich selbst. Es kamen für ihn in Frage der Cane Corso, der Dogo Argentino oder der Presa Canario. Er meinte, die drei Molosser-Rassen zählen zu den leistungsfähigsten aller Molosser. Ich stimme ihm da zu 100% zu. Am ehesten in Frage kam eine kleinere Presa Canario Hündin. Er hat mir das so erklärt, dass er vorhatte, diesen Hund in Zukunft regelmäßig im Transporter mit auf die Baustelle zu nehmen. Und für dieses Vorhaben wäre ihm ein Dogo Argentino vielleicht etwas zu triebig gewesen, der Cane Corso eventuell zu mächtig gewesen. Also tendiert er eher zu einem weiblichen Presa Canario, der ein bisschen weniger Substanz mitnimmt und vom Charakter her vielleicht etwas weniger triebig ist als der Dogo Argentino. Ja, es war dann so, dass eine seiner Mitarbeiterinnen sich für einen Presa Canario interessiert hat. Die haben da einen Züchter, etwa 200 Kilometer entfernt, ausfindig gemacht und sie hatte vor, dorthin zu fahren und sich einen Hund zu holen, um sie dabei zu unterstützen, nachher ihren Vorschlag mitzufahren und das tat er auch. Sein Plan war, seine Mitarbeiterin dabei zu unterstützen beim Erwerb eines schönen, tollen Presa Canarios. Doch Sie wissen, Pläne gehen oftmals schief und es kam so, dass dann nicht nur die Mitarbeiterin mit einem Presa-Welpen nach Hause fuhr, sondern auch Günther, denn der hat sich dort in einen gestromten Rüden unsterblich verliebt. Ja. Heute ist Arne 2,5 Jahre alt. Er hat 67 cm Schulterhöhe und wiegt genau 53 Kilo. Ist ein wunderschön gestromter Rüde. Ich liebe diese Farbe.
und er ist sehr typvoll. Dieser Hund ist meiner Meinung nach nicht zu trocken, nicht zu wulstig. Ja? Also er hat, möchte behaupten, eine sehr attraktive Anatomie. Ja. Geschmackssache, mir gefällt er unheimlich gut. Strahlt Kraft aus. Ja? Die hat er auch, wie Sie gleich erfahren werden, denn Arnie ist schnell. Er ist ausdauernd und Radtouren über 15 Kilometer läuft er spielerisch mit. Das schaffen selbstverständlich nicht alle Molosser-Rassen, wenn wir die ganz großen hernehmen, Mastino Espagnol, Mastino Napolitano, Old English Mastiff und so weiter. Das sind Hunde, welche man eher von solchen Strapazen fernhalten sollte. Hier kommen dann eben die sportlicheren Molosser ins Spiel wie Presa, Dogo Canario, Dogo Argentino, Cimarron Uruguayo, Caneco, also eventuell leichtere Bullmastiffs und so weiter. Günther ist 1,90 Meter groß und über 90 Kilo schwer, also wäre beim Profiboxsport schon im Schwergewicht, also auch ein Brocken, und dennoch zieht ihn Arnie beim Zehrspiel samt Sofa durchs ganze Wohnzimmer und das mit Leichtigkeit, also ein typischer Packer von den Kanaren. Er hat ziemlich viel Dampf, hat mir Günther erzählt, denn wenn sie in der Natur unterwegs sind, er ihn an die lange Leine nimmt und ziehen lässt, ja, dann genießt er die enorme Power dieses Hundes. Aber er reagiert auch sehr brav auf Kommandos und wenn es notwendig ist, geht er sofort Fuß. Hut ab, das ist auch gut so. Arnie weist extreme Wachsamkeit und sehr starken Schutztrieb auf. Typische Geschichte beim Presa, möchte ich behaupten. Begegnet Fremden aber generell neutral, obwohl er diese niemals aus den Augen lässt. Ich kenne das, auch unser Boris, wenn wir Besuch empfangen haben, war recht neutral Fremden gegenüber, ging auf seinen Platz, legte sich auf seinen Platz, aber ließ den Besuch keine Sekunde aus den Augen. Und ich hörte nicht nur einmal, das ist unangenehm. Was meinst du? Dein Hund fixiert mich, seit ich da bin. Und das ohne Unterbrechung. Ich weiß, ja. Kann manchmal unangenehmer für Besuch sein, als wenn der Hund vielleicht zuerst etwas aggressiv reagiert und sich dann beruhigt, sich hinlegt und den Fremden nicht mehr beachtet. Also ein Hund, der hier neutral funktioniert, sich auf seinen Platz legt und den Besuch, solange er da ist, fixiert und beobachtet, ist hier oftmals unangenehmer. Ich weiß das, ich habe das erfahren. Ja. Also Arnie dürfte so ein Hund sein. Ja. Allerdings freundet er sich schnell mit Menschen an, welche ebenfalls einen Hund haben, sobald er mit diesen Hunden gespielt hat. Zum Thema Spielen mit Hunden. Da hat mir Günther eine Geschichte erzählt, die ich die mich hundehaltungstechnisch sehr beeindruckt hat bei ihm. Und ich gebe ihm da auch vollkommen recht. Denn als Arnie noch etwas jünger war, kam er in eine Auseinandersetzung mit einem anderen Rüden. Bedeutet, er hatte da eine kurze Beißerei. Und ganz packertypisch verbiss sich der in diesen anderen Rüden und begann ihn heftig zu schütteln. Nun, ich würde sagen, das ist für viele dieser Packerrassen typisch. Während Schäferhunderassen oder Gebrauchshunderassen doch eher, viele Griffe ansetzen. Ja, liegt es diesen Packerrassen, auch den Bulldog-blütigen und Bullterrier-Rassen, dass sie sich schnell mal verbeißen und schwer zu schütteln beginnen. Kann zwar auch bei anderen Hunden geschehen, geschieht auch, doch diese speziellen Packerrassen, Nachkommen ehemaliger Saupacker oder Rassen, welche noch heute als Packer verwendet werden bei der Wildschweinjagd, die neigen da eher dazu. So war das auch mit Arnie und deswegen lässt Günther ihn nur mit größeren Hündinnen spielen, um zu vermeiden, seine Kampfeslust zu wecken. Ja, das ist eine weise Entscheidung, Günther. Bleib bei diesem Weg, das ist besser. Ja. Dazu gehe ich dann auch noch etwas später ein. Neben Arnie besitzt Günther auch einen älteren Petertil Terrier, also kleine Teufel, das sind anständig giftige Hunde. Können sie sein. Welchen der Presa mit absolutem Respekt und Vorsicht behandelt. Arnie liebt geordnete Tagesstruktur, das kenne ich gut. Er nimmt zum Beispiel nur dann sein Futter zu sich, wenn alle zusammen bei Tisch sitzen. Ich kenne solche Situationen. Ja. Auch mein Hund mag es, wenn alles strukturiert abläuft und ist richtig verstört, wenn einmal etwas irgendwie den Weg verlässt. Ja. Ja. Abschließend meinte Günther, dass sich ein Presa Canario nicht für Kurzentschlossene eignet. Ein Hund ist, bei welchem man mit enormer Power und gewisser Neigung rechnen muss. Ja. Darauf körperlich und geistig
vorbereitet sein muss. Und auch hier stimme ich ihm zu 100% zu. Schauen Sie, mein Gesamtfazit zu diesem Hund ist, Ani ist optisch eine Augenweide und charakterlich ein Traum. Also ein Presa Canario, wie man ihn sich nur wünschen kann, möchte ich behaupten. Schauen Sie, ich möchte jetzt kurz auf das zurückkommen, was ich zuvor behauptet habe mit der Schublade neben dem Cane Corso. Der Presa steht für mich persönlich mit dem Cane Corso auf einer Stufe. Sie wissen, der Cane Corso ist mein Lieblingsmolosser, doch der Presa war immer eine Art, wie soll ich sagen, Ersatz in der Schublade dafür. Soll den Presa jetzt nicht minder bewerten, ganz im Gegenteil, passen Sie auf. Ich erklärte damals beim Vergleichsvideo Presa Canario und Cane Corso, dass ich deswegen den Cane Corso bevorzugen würde, weil ich auch davon ausgehen muss, dass meine Frau mit diesem Hund gehen kann. Und ich bin davon überzeugt und werde immer davon überzeugt sein, dass ein dem Rassestandard entsprechender Cane Corso führiger ist als ein dem Rassestandard entsprechender Presa Canario. Sie haben genau zugehört, ich sagte ein dem Rassestandard entsprechender. Und davon müssen Sie nun mal ausgehen. Wenn Sie den Hund optimal erziehen, ihn aus einer optimalen Zuchtstätte haben, dann wird er zu 90% dem Rassestandard entsprechen. Muss nicht sein, wissen wir alle, Hunde sind Individuen. Aber lassen wir mal bei denen. Ich sage, dass der Cane Corso führiger ist. Nochmal, gibt Ausnahmen. Es gibt Cane Corso, die sind unführbar und es gibt Presas, mit denen kann ein 12-jähriges Kind spazieren gehen. Aber das war für mich immer der Grund, warum ich sagte, der Cane Corso, den Presa Canario würde ich meiner Frau nicht zutrauen. Sie ist eine gute Hundeführerin, aber wenn sie das Video jetzt sieht, dann wird sie mich würgen. Aber sie ist mir nicht sicher genug, um mit einem Presa, der vielleicht doch etwas mehr Feuer inne hat, fortzugehen. Oder um sie mit einem Presa, der vielleicht etwas mehr Feuer inne hat, fortgehen zu lassen. Sie verstehen, was ich meine. Ich denke, dass der Cane Corso hier abrufbarer ist. Trev können beide entwickeln. Das sind beides Molosser, beides unheimlich starke Hunde. Eine wahnsinnige Power. Ich habe einige Hunde mit dieser Substanz, mit dieser Power schon an der Leine gehabt. Ich weiß, was sich abspielt, wenn ein Molosser mit 50, 60, 70 Kilo etwas tun möchte. Ich weiß das, ja. Ja, das war der Grund mit der Schublade. Denn in Wirklichkeit, mich muss niemand zweimal fragen, willst du einen Presa? Natürlich möchte ich einen. Hätte ich meinen schönen Vito nicht, würde ich auch mit einem Presa spekulieren. Wahnsinnshund. Ja. Günther sagte mir, dass er den Kampftrieb bei Ani nicht wecken möchte. Weise Entscheidung. Er sah, dass sein Hund dazu neigt, bei einer Auseinandersetzung mit anderen Hunden sofort einen Griff anzusetzen und heftig zu schütteln. Schauen Sie, ein erwachsener Presa mit ausgeprägtem Kampftrieb. Ich sage Ihnen was. Ein guter Bekannter von mir hatte in den 90er Jahren eine Presa Canario Hündin, die ich persönlich recht gut kannte. Mit dieser Hündin die Wohnung zu verlassen, war ein Albtraum. Die war nicht zu führen. Die hatte zu dem Zeitpunkt, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, einen Drive entwickelt, der nicht mehr zurückzudrehen war. Diese Hündin war eine Gefahr für die Umwelt, das sage ich Ihnen. Sowohl für vierbeinige Lebewesen wie auch für zweibeinige. Wahnsinn. Die war fast nicht mehr zu kontrollieren. Wird so um die 40 Kilo gehabt haben, aber das waren außer Rand und Band geratene 40 Kilo. Andererseits kannte ich einen Rüden, der sanft war wie ein Golden Retriever. Ja. Zurück zu Günther, der zu mir gesagt hat, er will unbedingt verhindern, dass Ani einen Kampftrieb entwickelt. Ich kann ihn hier gut verstehen. Wenn ein Presa Canario in diese Richtung abrutscht, dann ist es kein Spaß mehr, mit diesem Hund vorzugehen. Sie können den Hund dann stets derartig sichern, damit er keinen anderen Hund schwerst verletzt, wenn Ihr Hund selbst attackiert wird. Presas sind körperlich dazu fähig, schwerste Verletzungen bei anderen Hunden zu verursachen. Ist so. Also
wir dürfen uns gegenseitig nicht anlügen. Es ist ein Unterschied, ob ich und Sie wissen, wie ich zu deutschen Schäferhunden oder Dobermännern, Schnauzern stehe, Rottweilern etc. Das sind fantastische Hunde und der deutsche Schäferhund ist für mich der König der Hunde. Aber es ist ein Unterschied, ob Sie mit einem kampflustigen deutschen Schäferhund unterwegs sind oder mit einem wirklich abgedrifteten, kampflustigen Breser Canario unterwegs sind. Liebe Schäferhundebesitzer, falls Sie das noch nicht erlebt haben, glauben Sie mir das ist garantiert ein Unterschied. Und hier soll der deutsche Schäferhund nicht minder bewertet werden, ganz im Gegenteil. Sie wissen, der deutsche Schäferhund hat viele Vorteile einem Breser Canario gegenüber, ist der weit bessere Allrounder etc., ist abrufbarer, hat mehr Will to Please. Das ist eine völlig andere Hundekategorie. Der deutsche Schäferhund kann das gut, der Breser kann das gut, aber auf diesem Gebiet ist der Breser ein kampflustiger Breser im Vergleich zu einem kampflustigen deutschen Schäferhund ein Dämon. Ja. Also hier kann ich ihn gut verstehen, wenn er sagt, er ist sehr erpicht darauf, keinen Kampftrieb bei Ani zu wecken. Hier kann ich ihn sehr gut verstehen, denn eine solche Packerrasse, die mal abgedriftet ist, einen Drive entwickelt hat und sich darin versteift hat, ist kein Spaß mehr zu führen. Ja. Allerdings möchte ich behaupten, dass ein Breser Canario geführt wie derjenige von Günther, nämlich Ani, ein Juwel unter den Molossern ist. Also ein Breser von einer guten Zuchtstätte, wo man bei der Verpaarung auch auf die Wesen der Eltern geachtet hat und nicht nur auf die Anatomie. Ein Breser, der von dort kommt und von ihnen wirklich optimal erzogen wird, gehalten wird, der Aufgaben hat, die er erfüllen darf, um immer ausgelastet zu sein. Ob da noch was drüber geht, also für mich nicht mehr viel, möchte ich mal behaupten. Ja. Lieber Günther, ich wünsche dir wirklich noch viele, viele Jahre Spaß und Freude mit diesem herrlichen, wunderschönen Breser Canario Rüden. Ja. Schöne Grüße an die Nordsee und hat mich sehr gefreut und das war mir eine Ehre, deinen Hund präsentieren zu dürfen. Liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlich dazu einladen, mir Info Ihres Hundes zu schicken. Wenn Sie möchten, dann schicken Sie mir aussagekräftige Info, Bilder, kurze Videoclips an meine E-Mail-Adresse, die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu, ich präsentiere auch gerne Ihren Hund. Egal welche Rasse, kann ein Mix sein, kastriert, unkastriert, völlig egal. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.